Willkommen zum Kitchen Tales, ihr Lieben. Heute werde ich euch die süße Seite von der bengalischen Küche zeigen. Wir machen eine knusprige, süße Teigtasche, gefüllt mit Kokos. Schauen wir mal, wie es geht. So, für die Füllung habe ich hier 100 Gramm trockene Kokosraspeln genommen, dann 100 Gramm Zucker und den Kokosgeschmack noch stärker zu machen, 125 Milliliter Kokosmilch und ein paar Nelken. Dann für den Teig habe ich hier 2 Tassen Mehl genommen. Jetzt werde ich dazu einen Teelöffel Salz fügen und 4 Esslöffel Öl, Rapsöl habe ich genommen. Die Zutaten einmal zusammenmischen kurz, damit wir eine sandartige Textur haben. Und erst 125 Milliliter kaltes Wasser dazu fügen und mit der Hand 5 bis 6 Minuten lang kneten, bis wir einen elastischer, weicher Teig haben. So, es kann auch sein, dass wir etwas mehr oder etwas weniger Wasser brauchen. Nur aufpassen, der Teig muss am Ende elastisch und weich sein. Und erst den Teig zugedeckt, ungefähr eine halbe Stunde, 40 Minuten lang rasten lassen. In der Zwischenzeit werden wir die Füllung zubereiten und dafür in einer Pfanne erziehe ich zuerst die Kokosmilch und dann füge ich die Kokosraspeln dazu. Einmal zusammenmischen und dann Zucker dazu fügen. Und erst auf mittlere Hitze 5 bis 6 Minuten lang kochen, dabei immer wieder wenden, weil wir brauchen eine trockene Füllung. Es darf keine Feuchtigkeit darin sein, aber es darf auch nicht unten angebrannt sein. Deswegen immer wieder wenden und kochen, bis die Füllung ganz trocken ist. Und dann die Füllung raus aus der Pfanne nehmen, stehen lassen, bis es lauwarm wird. Eine halbe Stunde sind schon vorbei. Unser Teig ist jetzt noch elastischer geworden. Erst einmal mit der Hand ganz kurz kneten und dann werde ich kleine Bällchen aus dem Teig formen. Diese Bällchen werde ich genauso wie ein Chapati ausrollen, ganz dünn, und daraus werde ich die Taschen formen. Solange wir diesen Taschen formen werden, bitte den Teig ganze Zeit zugedeckt stehen lassen, damit es nicht ausgetrocknet ist. Um diesen Taschen zu formen, es gibt 2 Möglichkeiten, den Teig auszurollen. Man könnte es ganz klein, genau in der Größe, was man für die Taschen braucht, in dieser Größe ausrollen und daraus Taschen formen. Oder man kann den Teig etwas größer ausrollen, was ich hier machen werde, so wie ein Chapati, groß ausrollen und mit einem Kekseschneider oder mit einem Schüssel kleine, runde Taschenstücke schneiden, Teigstücken schneiden und daraus Taschen formen. Wenn man den Teig groß ausrollt, so wie ich es gemacht habe, der Vorteil ist, man kann gleichzeitig 2 Taschen formen. So aus einem Chapati 2 Taschen kann man formen. So, es geht dann schneller und auch einfacher. So, jetzt kommt Füllung rein, großzügig sein mit der Füllung. Und dann, so, ich weiß nicht, wie ich das erklären kann, bitte genau beobachten, wie ich den Teig jetzt zumache. So, zuerst ungefähr ein Viertel von dem Teig auf der Füllung geben und zudecken und dann immer wieder die offenen Ecken nehmen und wie ich es gerade mache, so zudecken. Und dabei immer wieder ein bisschen drücken, so nicht so fest, aber drücken, damit der Teig zusammenkommt und ja, auch zubleibt. Jetzt ein Stück Nelke nehmen und genau in der Mitte, wo alle Teigecken zusammengekommen sind, dort fest runterdrücken. Dieser hilft, die Taschen beim Braten geschlossen zu bleiben und die riechen dann auch sehr angenehm nach Nelken. Kokosgeschmack und Nelkengeruch, das passt einfach wunderbar zusammen. So, das muss man einmal ausprobieren, um zu wissen, wie gut das schmeckt. Ich forme jetzt noch eine Tasche mit dem restlichen Chapati und dann für diesen restlichen Teig werde ich den Vorgang wiederholen.
Jetzt müssen wir die Taschen nur noch anbraten, goldbraun selbstverständlich und knusprig. Dafür in einer Pfanne genügend Öl erhitzen und die Taschen darin so durchs Wenden goldbraun anbraten auf mittlere Hitze. Eine Seite zuerst 2 bis 3 Minuten lang anbraten, dann einmal wenden. Andere Seite dann wieder 2 bis 3 Minuten lang anbraten und wenden. So, jede Seite 5 bis 6 Minuten lang langsam anbraten. Hier muss man wirklich geduldig sein. Und wenn man auf höhere Hitze schnell die Taschen anbraten lässt, dann werden sie vielleicht eine Stunde lang knusprig, dann weicher. Aber wenn man es langsam macht und in richtige Temperatur, dann bleiben sie tagelang knusprig. Wenn man alles richtig gemacht hat, dann werden die Taschen am Ende so goldbraun und schön ausschauen. Sie sind super knusprig und sehr, sehr lecker. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg beim Nachkochen. Wenn euch dieses Rezept gefällt, meinen Kanal bitte abonnieren. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann, macht's gut, tschüss.